Der Tempelberg in Jerusalem wurde nie systematisch ausgegraben. Doch ein illegales Bauprojekt vor etwa 20 Jahren öffnete die Tür zu einer bedeutenden Entdeckung. Der Tempelberg in Jerusalem blieb lange unberührt, bis ein unerwartetes Ereignis alles veränderte. Vor 2 Jahrzehnten legte ein illegales Bauvorhaben ein lange verborgenes Geheimnis unter einem der heiligsten Orte der Erde frei. Das Temple Sifting Project ist ein archäologisches Projekt mit dem Ziel, greifbare Beweise ans Licht zu bringen. Heute haben Wissenschaftler verborgene Kammern entdeckt, die seit fast 2800 Jahren unberührt waren. Wir haben eines der bedeutendsten Objekte freigelegt, ein Zeugnis eines der dramatischsten Ereignisse in der Geschichte des jüdischen Volkes. Was sich darin verbirgt, könnte die Geschichte des antiken Jerusalems neu schreiben und Wahrheiten enthüllen, die lange als verloren galten. Heute haben Wissenschaftler verborgene Kammern entdeckt, die seit fast 2800 Jahren unberührt waren. Wir haben eines der bedeutendsten Objekte freigelegt, ein Zeugnis eines der dramatischsten Ereignisse in der Geschichte des jüdischen Volkes. Was sich darin verbirgt, könnte die Geschichte des antiken Jerusalems neu schreiben und Wahrheiten enthüllen, die lange als verloren galten. Ein 3000 Jahre altes Siegel. In einem ruhigen Labor in Jerusalem veränderte ein unscheinbarer Klumpen Ton die Geschichte. Der Archäologe Moray Ehrlich durchsuchte Material aus dem Temple Mount Sifting Projekt und hielt bei einem Stück inne, das zunächst wie ein gewöhnliches Fragment von Keramik oder Knochen wirkte. Doch seine Oberfläche war anders, glatt, kompakt und offensichtlich geformt. Er reinigte es vorsichtig. Unter dem Licht wurden schwache Abdrücke sichtbar, Linien zu gezielt, um zufällig zu sein. Als er es näher betrachtete, erkannte er die Spur von Buchstaben, einst von einer Hand vor fast 3000 Jahren in den Ton gedrückt. Es war kein Knochen, es war ein Siegel. Mit Hilfe der Reflectance Transformation Imaging Technik, bei der Bilder unter wechselndem Licht kombiniert werden, machte das Team die Inschrift in beeindruckender Klarheit sichtbar. Die paläohebräischen Buchstaben traten deutlich hervor und ergaben die Worte: gehören zu Jedaja, Sohn des Asajahu. Diese kurze Zeile trug das Gewicht von Jahrhunderten. Es handelte sich um eine Tonbulle aus der Zeit des ersten Tempels, die einst verwendet wurde, um Türen, Gefäße oder Truhen zu versiegeln. Ihr Besitzer musste über große Autorität verfügt haben, jemand, dem heilige Aufgaben im bedeutendsten religiösen Zentrum Jerusalems anvertraut waren. Der Weg dieses Siegels in das Labor begann Jahrzehnte zuvor, unter kontroversen Umständen. Zwischen 1996 und 1999 führten nicht genehmigte Bauarbeiten auf dem Tempelberg dazu, dass große Mengen antiker Erde in das Kidron-Tal abtransportiert wurden. Der Weg dieses Siegels in das Labor begann Jahrzehnte zuvor, unter kontroversen Umständen. Zwischen 1996 und 1999 führten nicht genehmigte Bauarbeiten auf dem Tempelberg dazu, dass große Mengen antiker Erde in das Kidron-Tal abtransportiert wurden. Da ihnen der Zugang verwehrt war, retteten die Archäologen Dr. Gabriel Barkay und Zachit Vira das Material und starteten das Temple Mount Sifting Projekt, eine beispiellose Rettungsaktion, um Geschichte Korn für Korn wiederzugewinnen. Über 20 Jahre hinweg durchsuchten Freiwillige Millionen von Fragmenten, Keramikscherben, Münzen, Schmuckstücke und Tierknochen. Doch vollständige Tonbular waren äußerst selten. Ehrlichs Fund im Jahr 2025 war erst das zweite intakte Siegel mit lesbarer Inschrift, das im Rahmen des Projekts entdeckt wurde. Nahezu jeder Buchstabe war erhalten, ein außergewöhnlich gut bewahrtes Zeugnis der Verwaltung aus der Zeit des ersten Tempels. Auch der Zeitpunkt verstärkte seine Bedeutung. Die Entdeckung erfolgte kurz vor Tisha B'Av, dem jährlichen Trauertag zur Erinnerung an die Zerstörung beider Tempel. Ein Siegel aus der Zeit des Salomonischen Tempels genau zu diesem Zeitpunkt zu finden, wirkte fast wie ein Zeichen. Im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wurden Tonplomben verwendet, um Lagerräume und Schatzkammern zu sichern. Sie wurden über Schnüre gedrückt und mit einem Siegel versehen, das Eigentum und Autorität bestätigte. Diese Bulla trägt 2 Namen: Jedaja, Sohn des Asajahu, beide finden sich auch in der hebräischen Bibel, etwa in 2. Könige 22, Vers 12 und 2. Chronik 34, Vers 20, wo Beamte am Hof von König Josia erwähnt werden.
Gelehrte weisen darauf hin, dass Asayahu eine erweiterte Form eines Namens mit Bezug zu Jahu ist, ein Hinweis auf Jahwe, den Gott Israels. Solche göttlichen Namensendungen waren unter hochrangigen Beamten Judas weit verbreitet. Diesen Namen nun in Ton auf dem Tempelberg selbst zu finden, verwandelt Schrift in greifbare Geschichte. Es zeigt, dass diese Männer reale Verwalter waren, Menschen, die im Schatten des salomonischen Tempels lebten und arbeiteten, Dokumente versiegelten und die Schätze eines lebendigen Glaubens bewahrten. Der Tempel war demnach nicht nur ein Ort der Anbetung, sondern auch ein Verwaltungszentrum, ein Ort der Organisation, Kontrolle und Macht. Bulaya wie diese fungierten als Signaturen von Schatzmeistern und königlichen Beamten, als Beweis von Verantwortung und Dokumentation. Für Archäologen sind solche Funde mehr als Relikte. Sie sind Quittungen der Geschichte, greifbare Verbindungen zwischen Glauben, Macht und Alltag. Und dieses Siegel, klar in paläo-hebräischer Schrift geprägt, überbrückt die Kluft zwischen biblischem Text und physischem Beweis. Nach fast 3 Jahrtausenden voller Kriege, Erschütterungen und Wiederaufbau hat dieses kleine Stück Ton überlebt, vergraben, beschädigt und schließlich aus Tonnen von Erde geborgen. Für Archäologen sind solche Funde mehr als Relikte. Sie sind Quittungen der Geschichte, greifbare Verbindungen zwischen Glauben, Macht und Alltag. Und dieses Siegel, klar in paläo-hebräischer Schrift geprägt, überbrückt die Kluft zwischen biblischem Text und physischem Beweis. Nach fast 3 Jahrtausenden voller Kriege, Erschütterungen und Wiederaufbau hat dieses kleine Stück Ton überlebt, vergraben, beschädigt und schließlich aus Tonnen von Erde geborgen. Als Ehrlich es aus der Schale hob, konnte er nicht wissen, dass er eines der vollständigsten Siegel aus der Zeit des ersten Tempels in den Händen hielt. Es war mehr als eine Entdeckung. Es war die Wiederentdeckung eines Menschen. Jemand, der vielleicht durch die Höfe des salomonischen Tempels ging und über heilige Schätze wachte. Und obwohl sein Siegel vor etwa 26 Jahrhunderten in Ton gedrückt wurde, spricht seine Botschaft noch heute. Eine leise, aber klare Stimme aus einem längst vergangenen Königreich. Doch was genau repräsentierte dieses Siegel? Warum wurde es hier vergraben? Und könnten die darauf genannten Namen neue Hinweise auf die verborgenen Strukturen liefern, die einst den heiligen Berg Jerusalems verwalteten? Die Antworten darauf, so zeigte sich bald, waren ebenso aufschlussreich wie der Fund selbst. Die Entschlüsselung des antiken Siegels. Experten vermuten, dass die königliche Botschaft an einen von 3 judäischen Königen gerichtet war. Hiskia, Manasse oder Josia, alle herrschten unter assyrischer Vorherrschaft. Unter ihnen sticht Hiskia besonders hervor. Im Buch der Könige heißt es, dass er sich gegen Assyrien auflehnte. Er widersetzte sich dem König von Assyrien und verweigerte den Dienst. Nach dem gescheiterten Aufstand nahm Juda die Tributzahlungen wieder auf, doch das Reich vergaß nicht. Dennoch blieben Dr. Ayala Zilberstein und ihr Team vorsichtig. Die Beziehungen zwischen Juda und Assyrien waren nicht immer feindlich. Handel und Diplomatie verliefen oft reibungslos. Die erwähnte Verzögerung könnte auch eine alltägliche Ursache gehabt haben, eine Lieferung, aufgehalten durch Wetter, Konflikte oder große Entfernungen. Dennoch blieben Dr. Ayala Zilberstein und ihr Team vorsichtig. Die Beziehungen zwischen Juda und Assyrien waren nicht immer feindlich. Handel und Diplomatie verliefen oft reibungslos. Die erwähnte Verzögerung könnte auch eine alltägliche Ursache gehabt haben, eine Lieferung, aufgehalten durch Wetter, Konflikte oder große Entfernungen. Doch unter assyrischer Herrschaft konnten selbst kleine Versäumnisse Folgen haben. Die Bürokratie des Imperiums verlangte absolute Präzision. Jeder Tribut aus Silber, Gold oder Getreide musste exakt zur festgelegten Zeit eintreffen. Petrographische Analysen brachten eine weitere Wendung in das Rätsel. Der Ton stimmt weder mit dem Boden Jerusalems noch mit anderen Regionen der südlichen Levante überein. Seine mineralische Zusammensetzung weist stattdessen auf das Becken des Tigris hin, das Kerngebiet Assyriens. Das bedeutet, das Siegel wurde nicht in Juda hergestellt, sondern in imperialen Zentren wie Ninive, Assur oder Nimrud. Dort wurden offizielle Dokumente erstellt, versiegelt und über weite Entfernungen versandt. Dr. Anat Cohen-Weinberger bestätigte, dass die Zusammensetzung des Tons mit geologischen Quellen Assyriens übereinstimmt. Mit anderen Worten, dieses kleine Stück Ton legte Hunderte von Kilometern zurück, von Mesopotamien nach Jerusalem und trug die Autorität eines Imperiums mit sich. Forscher arbeiten nun gemeinsam mit dem Geologischen Dienst Israels daran, den genauen Ursprung des Siegels zu bestimmen.
Sollte sich dies bestätigen, wäre es der erste physische Beweis für schriftliche Korrespondenz zwischen Assyrien und dem Königreich Juda. Für Historiker wäre das ein Durchbruch. Bislang war die assyrische Kontrolle über Jerusalem nur durch biblische Texte und im Ausland gefundene Inschriften bekannt. Doch dieses Fragment mit Keilschrift in akkadischer Sprache und vermutlich durch einen königlichen Boten überbracht, beweist, dass Jerusalem kein abgelegener Außenposten war. Die Stadt war in das politische Netzwerk Assyriens eingebunden. Ihre Herrscher wurden überwacht, ihre Loyalität schriftlich festgehalten. Unter den Steinen der Westmauer haben Archäologen mehr als nur ein Relikt freigelegt. Sie haben ein Zeugnis von Macht, Unterwerfung und Überleben ans Licht gebracht. Das Fragment mag stumm sein, doch seine Botschaft bleibt. Assyriens Einfluss reichte einst bis ins Herz Jerusalems. Und es hinterließ ein leises Flüstern aus Ton, um es zu belegen. Was könnte noch unter der Westmauer verborgen liegen, bereit, unser Verständnis der biblischen Stadt neu zu formen? Die nächste Entdeckung, so sagen Archäologen, könnte uns dieser Antwort näher bringen. Das zerbrochene assyrische Siegel. Zum ersten Mal in der Geschichte haben Archäologen in Jerusalem ein Fragment eines assyrischen Siegels entdeckt. Dieses Relikt eröffnet ein direktes Fenster in die erbitterte Politik des 8. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Der Fund, bekannt gegeben von der israelischen Altertumsbehörde, wurde in der Nähe der Westmauer des Tempelbergs gemacht, einem Ort geprägt von Jahrhunderten voller Eroberungen, Verehrung und Geheimnisse. Kaum größer als ein Zoll ist das Fragment so klein, dass es auf einer Fingerspitze balancieren könnte und trägt dennoch das unverkennbare Gewicht eines Imperiums. In akkadischer Sprache, der Amtssprache Assyriens beschriftet, diente das Siegel einst dazu, einen offiziellen Brief zu versiegeln, von den Herrschern, die Jerusalem vor fast 2700 Jahren beherrschten. In akkadischer Sprache, der Amtssprache Assyriens, beschriftet, diente das Siegel einst dazu, einen offiziellen Brief zu versiegeln, von den Herrschern, die Jerusalem vor fast 2700 Jahren beherrschten. Es war dasselbe Reich, das im Jahr 722 vor unserer Zeitrechnung das Nordreich Israel zerstörte und kurz darauf Juda zur Unterwerfung zwang. Der Ton dieses Schreibens, so vermuten Experten, war alles andere als freundlich. Die Ausgrabungsleiterin Dr. Ayala Zilberstein bezeichnete es als die einzige assyrische Inschrift aus der Zeit des ersten Tempels, die jemals in Jerusalem oder Juda gefunden wurde. Eine Entdeckung, die sie von selten zu historisch erhebt. Bislang waren assyrische Texte nur in fernen Zentren wie Ninive oder Samaria aufgetaucht, niemals im heiligen Kern Judas selbst. Die Entdeckung geschah beinahe zufällig. Maria Cohen, Mitarbeiterin eines archäologischen Projekts in Emek Zurim, siebte Erde vom Tempelberg, als ihr ein kleines Fragment mit ungewöhnlichen Zeichen auffiel. Die Entdeckung geschah beinahe zufällig. Maria Cohen, Mitarbeiterin eines archäologischen Projekts in Emek Zurim, siebte Erde vom Tempelberg, als ihr ein kleines Fragment mit ungewöhnlichen Zeichen auffiel. Zunächst traute sie ihren Augen kaum. Es sah aus wie Keilschrift, die uralte, keilförmige Schrift Mesopotamiens. Gegen alle Erwartungen hatte sie recht. Was sie in den Händen hielt, war der abgebrochene Rand einer assyrischen Siegelplombe. Ein Stück Ton, das einst verwendet wurde, um ein Schreiben zu authentifizieren. Obwohl unvollständig, bewahrte es die typische gebogene Form assyrischer Siegel, deutlich größer als die lokal verwendeten hebräischen Bullen. Es war Bürokratie in ihrer reinsten Form, die Signatur eines Imperiums in Ton. Das Fragment wurde nicht an seinem ursprünglichen Ort gefunden. Es tauchte im Schutt auf, der während der Zeit des Zweiten Tempels vor etwa 2000 Jahren in den Hauptabwasserkanal Jerusalems gelangte. Archäologen vermuten, dass Arbeiter bei Aufräumarbeiten nach dem Einsturz eines Gebäudes aus der Zeit des Ersten Tempels die Überreste in die Kanäle kehrten und dabei unwissentlich eine Botschaft aus einem längst verschwundenen Reich begruben und konservierten. Als der Text von Dr. Philipp Vukusawitsch, Dr. Arnad Cohen-Weinberger und Dr. Peter Zillberg entziffert wurde, stach ein Wort besonders hervor: Verzögerung. Daneben stand ein Datum, der erste Tag des Monats Av, der sowohl im assyrischen als auch im judäischen Kalender verwendet wurde. Obwohl der obere Teil des Textes fehlte, war die Absicht eindeutig. Ähnliche Briefe aus assyrischen Archiven waren strenge Mahnungen an Vasallenstaaten, die mit Tributen oder Steuern im Rückstand waren. Dieses Fragment scheint genau eine solche Warnung zu sein, eine imperiale Zurechtweisung in Ton.
Der Text erwähnt sogar einen Wagenoffizier, beschrieben als der die Zügel hält, ein Titel für königliche Boten, die Befehle direkt vom Thron überbrachten. Seine Erwähnung zeigt die Ernsthaftigkeit der Botschaft. Und wie die Forscher betonen, könnte dieses eine Wort verborgene Kammern unter dem Tempel. Mithilfe von Bodenradar begann ein Forscherteam, die unsichtbaren Schichten unter dem Tempelberg zu kartieren, auf der Suche nach Spuren antiker Mauern oder Fundamente. Doch was sie stattdessen entdeckten, ließ sie erstarren. Die Scans zeigten geometrische Präzision, gerade Linien, rechte Winkel und Muster, die unmöglich natürlichen Ursprungs sein konnten. Mit zunehmender Datenmenge entstand ein Bild, eine Reihe versiegelter Kammern tief unter dem Berg, unberührt seit fast 2800 Jahren. Während das Bodenradar Energieimpulse in die Erde sendete, um Dichteunterschiede zu erkennen, wurden Hohlräume, Mauern und verborgene Strukturen sichtbar. Zunächst hielten die Forscher die Ergebnisse für einen Fehler. Die Umrisse wirkten wie rechteckige Räume, verbunden durch schmale Korridore. Doch wiederholte Messungen bestätigten es. Ein menschengemachter Komplex, bewahrt in völliger Stille unter dem Tempelberg. Die Bilder zeigten Treppen, Durchgänge und Böden, Architektur, keine Geologie. Als die Wissenschaftler die Radardaten mit dreidimensionalen Oberflächenmodellen überlagerten, zeigte sich eine verblüffende Ausrichtung. Die verborgenen Kammern lagen genau unter dem Bereich, der traditionell mit dem Tempel Salomos identifiziert wird, dem ersten Tempel, wie er in der Bibel beschrieben ist. Sollte dies zutreffen, waren die Hohlräume kein Zufall. Sie gehörten zu einer gezielt angelegten Struktur, verbunden mit dem frühesten religiösen Zentrum Jerusalems. Über Jahrhunderte hinweg galten solche Vorstellungen als Legende. Nun gab es messbare Hinweise darauf, dass sich unter dem Tempelberg etwas Außergewöhnliches verbirgt. Geologische Analysen datierten die versiegelten Schichten in das 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, die Zeit der Könige Hiskia und Josia. Damit gehören sie eindeutig zur Epoche des ersten Tempels. Fast 3 Jahrtausende lang blieben sie unberührt, während über ihnen Reiche aufstiegen und untergingen. Man stelle sich das vor. Während die Babylonier Jerusalem zerstörten, während Römer und Kreuzfahrer die Stadt neu errichteten, blieben diese Räume unberührt, versiegelt in Dunkelheit. Was auch immer sie enthalten, Schätze, Schriftrollen oder heilige Gegenstände, wartet dort seit der Eroberung durch Babylon im Jahr 586 vor unserer Zeitrechnung. Die Bedeutung dieser Entdeckung ist enorm. Handelt es sich um Lagerräume für Tempelgaben, Priesterkammern, verborgene Heiligtümer? Niemand kann es mit Sicherheit sagen, denn Ausgrabungen auf dem Tempelberg sind nicht erlaubt. Die Heiligkeit des Ortes verbietet es. Die Radaraufnahmen sind der einzige Einblick, eine schemenhafte Darstellung einer verborgenen Geschichte. Zur Bestätigung der Ergebnisse nutzten Wissenschaftler Mikrogravitätssensoren und elektromagnetische Tomographie. Diese Methoden erfassen kleinste Veränderungen im Erdinneren, ohne den Boden zu stören. Die Resultate waren eindeutig: Hohlräume, strukturierte Wände und klare Begrenzungen, die exakt mit den Radarkarten übereinstimmen. Allmählich entstand ein klares Bild. Ein unterirdisches Netzwerk, präzise gebaut, bewusst versiegelt und nahezu perfekt erhalten. Es handelt sich nicht um ein Grab oder eine Ruine, sondern um ein geplantes, funktionales System. Warum es versiegelt wurde, bleibt ein Rätsel. Einige vermuten, dies geschah während der Reformen Hiskias, als ältere Heiligtümer geschlossen und der Kult zentralisiert wurde. Andere glauben, es sei während Invasionen verborgen worden, ein letzter Versuch, heilige Objekte vor der Zerstörung zu schützen. Was auch immer der Grund war, sein Erhalt ist erstaunlich. Die Kammern wurden so vollständig versiegelt, dass Zeit, Feuer und Feuchtigkeit ihnen kaum etwas anhaben konnten. Fast 3000 Jahre lang lagen sie verborgen unter einer Stadt, die ihre Existenz längst vergessen hatte. Für Wissenschaftler ist diese Entdeckung zugleich faszinierend und frustrierend. Die Technologie hat ein Fenster in die Vergangenheit geöffnet, aber keine Tür. Und doch verändert sie alles. Sie beweist, dass der Tempelberg intakte Strukturen verbirgt, älter als jedes heute stehende Gebäude in Jerusalem. Sie zeigt, dass die Heiligkeit dieses Ortes nicht nur auf Glauben beruht, sondern auch auf steinernen Fundamenten, gelegt von den frühesten Verehrern des Gottes Israels. Und dennoch gilt: Je tiefer man blickt, desto größer wird das Rätsel.
Das Echo von Königen und Tempeln. Um die Bedeutung von Jedaja, Sohn des Asajahu, zu verstehen, muss man sich Jerusalem im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung vorstellen. König Josia, der 16. Herrscher Judas, verwandelte die Stadt durch umfassende religiöse Reformen. Er reinigte den Kult und erneuerte den großen Tempel, der den Berg krönte, auf dem dieses kleine Siegel gefunden wurde. In dieser Welt waren Tonplomben das Rückgrat der Verwaltung. Sie versiegelten Schriftrollen, Gefäße und Lagerräume und stellten sicher, dass nur vertrauenswürdige Beamte Zugang hatten. Eine solche Entdeckung heute ist wie das Auffinden einer antiken Unterschrift, ein persönliches Zeichen von Autorität. Die Inschrift des Siegels nennt Asajahu, eine Figur, die in der Bibel als königlicher Beamter im Dienst von König Josia erwähnt wird. Das deutet darauf hin, dass sein Besitzer Teil der Tempel- oder königlichen Schatzverwaltung war, jemand, der Ressourcen innerhalb der heiligen Bezirke Jerusalems verwaltete. Damit verbindet sich dieses Artefakt nicht mit Legenden, sondern mit dem Alltag realer Beamter, die den Reichtum eines lebendigen Königreiches dokumentierten, lagerten und schützten. Andere Siegel mit ähnlichen Namen sind im Laufe der Jahre aufgetaucht, doch die meisten stammen aus dem Antiquitätenhandel, ihre Herkunft bleibt ungewiss. Dieses hier ist anders. Es wurde in einem gesicherten archäologischen Kontext entdeckt und direkt aus Erde geborgen, die mit dem Tempelberg in Verbindung steht. Dieser Unterschied ist entscheidend, das ist nicht nur ein Relikt, es ist ein Beweis. Dank moderner Sieb- und Bildgebungstechnologien konnten Archäologen inzwischen Dutzende weiterer Bulläer bergen, die einst als zu klein oder beschädigt galten. Andere Siegel mit ähnlichen Namen sind im Laufe der Jahre aufgetaucht, doch die meisten stammen aus dem Antiquitätenhandel, ihre Herkunft bleibt ungewiss. Dieses hier ist anders. Es wurde in einem gesicherten archäologischen Kontext entdeckt und direkt aus Erde geborgen, die mit dem Tempelberg in Verbindung steht. Dieser Unterschied ist entscheidend, das ist nicht nur ein Relikt, es ist ein Beweis. Dank moderner Sieb- und Bildgebungstechnologien konnten Archäologen inzwischen Dutzende weiterer Bulläer bergen, die einst als zu klein oder beschädigt galten. Jedes Fragment fügt einen Namen, einen Titel oder eine feine Verbindung hinzu, die Geschichte und Schrift miteinander verknüpft. Doch solche Entdeckungen stehen im Schatten von Spannungen. Direkte Ausgrabungen auf dem Tempelberg sind verboten. Es ist einer der heiligsten und umstrittensten Orte der Welt. Das Temple Mount Sifting Projekt ist ein Kompromiss. Es rettet Artefakte aus Erde, die vor Jahrzehnten illegal entfernt wurde, und untersucht sie heute mit wissenschaftlicher Sorgfalt. Dieses Paradox macht jeden Fund zugleich historisch und politisch. Als das Siegel von Jedaja auftauchte, war es mehr als nur ein archäologischer Erfolg. Es war ein Moment, in dem Glaube, Text und Wissenschaft aufeinander trafen. Die Worte aus den Büchern der Könige und Chronik fanden ihr Echo im Boden Jerusalems. Und während das Team den Fund feierte, blieb eine Frage im stillen Laborraum bestehen. Was liegt noch unter dem Tempelberg verborgen, bereit, seine Geschichte zu erzählen? Relikte der Vergangenheit. Unter dem Tempelberg geht diese Entdeckung weit über Mauern und Kammern hinaus. Was sie wirklich außergewöhnlich macht, sind die Artefakte, die im Inneren gefunden wurden. Gewöhnliche Gegenstände, und doch öffnen sie ein außergewöhnliches Fenster in das Leben vor fast 3000 Jahren. Diese Objekte, unberührt seit der Zeit des ersten Tempels, erzählen, wie Menschen im antiken Jerusalem lebten, arbeiteten und ihren Glauben praktizierten. Zu den ersten Funden gehörten Tongefäße zum Kochen, schlicht, aber voller Bedeutung. Auf den ersten Blick wirken sie wie alltägliche Haushaltsgegenstände. Doch ihre Präsenz in einem heiligen Raum deutet auf mehr hin. Wahrscheinlich wurden sie zur Zubereitung von Opfergaben genutzt, Speisen für rituelle Handlungen. Im alten Jerusalem waren Mahlzeiten eng mit dem Glauben verbunden. Essen begleitete Gebete und Opfergaben standen für Hingabe. Dass diese Gefäße so gut erhalten sind, zeigt, wie zentral sie für das spirituelle Leben waren. In der Nähe fanden Archäologen Webgewichte, kleine Steinscheiben, die beim Weben Fäden spannten. Zunächst war ihre Anwesenheit im Heiligtum rätselhaft, doch dann wurde ihre Bedeutung klar. Diese Werkzeuge deuten darauf hin, dass Textilien für heilige Zwecke hergestellt wurden. Priester könnten Gewänder getragen haben, die speziell für Zeremonien gewebt wurden, oder heilige Objekte wurden in geweihten Stoff gehüllt. Eine der überraschendsten Entdeckungen waren Skarabäen, kleine, kunstvoll geschnitzte Steine in Käferform, typisch für das alte Ägypten. Sie symbolisierten Leben, Schutz und Wiedergeburt.
Ihre Anwesenheit in Jerusalem weist auf kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen zwischen Juda und Ägypten hin. Sie zeigen, dass die heilige Stadt kein isolierter Ort war, sondern Teil eines größeren Netzwerks von Austausch und Einfluss. Das Heiligtum spiegelt genau diese Mischung wider, ägyptische Symbolik verwoben mit israelitischem Glauben. Noch aufschlussreicher waren Objekte mit Inschriften, Siegel und Keramikfragmente mit althebräischen Schriftzeichen. Ein seltenes Steinsiegel aus der Zeit vor etwa 2700 Jahren sticht besonders hervor. Es trägt Symbole von Besitz und Autorität. Keramikscherben mit hebräischen Inschriften zeigen, dass Schrift und Verwaltung sowohl im Alltag als auch im religiösen Leben eine Rolle spielten. Diese Details offenbaren eine Gesellschaft, die Ordnung, Kommunikation und Identität hoch schätzte, selbst im Kontext des Glaubens. Das Heiligtum war nicht nur ein Ort des Gebets. Es war ein Spiegel von Leben, Glauben und Verwaltung. Zusammen verorten diese Funde das Heiligtum eindeutig in der Zeit des ersten Tempels und verbinden es direkt mit der Epoche König Hiskias, der im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung über Juda herrschte. Es ist derselbe König, der im 2. Buch der Könige als Reformator beschrieben wird. Jener, der Höhenheiligtümer abschaffte, Kultsteine zerstörte und den Gottesdienst im Tempel von Jerusalem zentralisierte. Generationen später gehört seine Linie zur Abstammung von Jesus, eine Verbindung zu den Wurzeln eines der einflussreichsten Glaubenssysteme der Welt. Doch genau hier liegt die besondere Bedeutung dieser Entdeckung. Sie stellt die Vollständigkeit von Hiskias Reformen in Frage. Trotz seiner Bemühungen, lokale Heiligtümer und fremde Kulte zu beseitigen, zeigt dieses unterirdische Heiligtum, dass alte Praktiken im Verborgenen weiterlebten. Fast 3 Jahrtausende lang blieb es unangetastet, ein stiller Zeuge dafür, dass Glaube auch jenseits offizieller Vorgaben Bestand hatte. Das eindrucksvollste Element des Fundortes ist ein aufrecht stehender Stein, im Hebräischen als Maseba bekannt. In der antiken Tradition galten solche Steine als Zeichen göttlicher Gegenwart, Orte, an denen Menschen beteten und Opfer darbrachten. Bemerkenswert ist, dass dieser Stein Hiskias Reformen überstanden hat. Der Archäologe Eli Shukron, der an der Ausgrabung beteiligt war, bezeichnete ihn als einen der bedeutendsten Funde überhaupt. Als wir ihn freilegten, sagte er, stand er noch an seinem ursprünglichen Platz, umgeben von Steinen, bedeckt von Erde und perfekt bewahrt. Niemand hatte ihn zerstört. Er war genau so erhalten wie vor 2800 Jahren. Sein Überleben sagt viel aus. Während die Reformen den Glauben vereinheitlichen sollten, waren manche Elemente zu bedeutend, um sie auszulöschen. Vielleicht aus Ehrfurcht, vielleicht aus Angst oder aus stiller Ablehnung entschieden sich die Menschen, das Heiligtum zu versiegeln, statt es zu zerstören, und bewahrten so ihr Erbe im Verborgenen. Eine weitere Kammer enthielt die Überreste eines Altars, erkennbar an einer kleinen Rinne, die vermutlich dazu diente, Flüssigkeiten aus Opfergaben wie Wein oder Öl abzuleiten. Das zeigt, wie gezielt der Ort für rituelle Zwecke gestaltet war. In der Nähe entdeckten Archäologen V-förmige Einkerberungen im Steinboden, rätselhaft und offenbar bewusst angelegt. Ihre genaue Funktion ist unbekannt, doch man vermutet, dass sie eine Vorrichtung oder ein Gestell für Rituale stützten. In der Nähe entdeckten Archäologen V-förmige Einkerberungen im Steinboden, rätselhaft und offenbar bewusst angelegt. Ihre genaue Funktion ist unbekannt, doch man vermutet, dass sie eine Vorrichtung oder ein Gestell für Rituale stützten. Jede Spur ist ein Hinweis auf vergessene Zeremonien. Jeder Fund erzählt eine Geschichte. Die Gefäße deuten auf Nahrung und Opfergaben hin, die Webgewichte auf die Herstellung von Stoffen, Mahlsteine auf Versorgung, körperlich und spirituell, Siegel und Inschriften auf Ordnung und Identität und die Skarabäen auf kulturelle Verflechtung, einen Glauben, der Einflüsse aufnahm und dennoch seine eigene Identität bewahrte. Zusammen ergibt sich ein lebendiges Bild. Selbst im Schatten königlicher Reformen hielten die Menschen Jerusalems ihren Glauben auf ihre eigene Weise lebendig. Das Heiligtum unter dem Tempelberg zeigt, dass Geschichte niemals eindimensional ist. Sie erzählt von Königen und Erlassen, aber auch von einfachen Menschen, von Gläubigen, die zwischen Gehorsam und Erinnerung ihren eigenen Weg fanden und Wege suchten, ihren Glauben zu bewahren, selbst wenn sich die Welt über ihnen veränderte. Das antike Heiligtum und die Herausforderung an die Schrift.
Als die Forscher die Radaraufnahmen weiter verbesserten, trat ein neues Muster hervor, eine kreisförmige Kammer, deutlich verschieden von den umliegenden rechteckigen Räumen. Ihre Symmetrie war auffällig. Die Wände waren dicker, das Zentrum leicht erhöht, als wäre es für etwas Heiliges errichtet worden. Der leitende Geophysiker bezeichnete es als eine Anomalie ungewöhnlicher Geometrie. Andere nannten es leise bei seinem möglichen Namen, ein Heiligtum. Im Zentrum zeigten die Scans eine dichte Masse, zu klein für eine Struktur und zu kompakt für einen Hohlraum. Die Signale deuteten auf Stein hin, vielleicht eine bearbeitete Basis oder ein Podest, wie es einst zur Aufbewahrung heiliger Gefäße oder ritueller Objekte diente. Die Möglichkeit war überwältigend. Seit Jahrhunderten fragen sich Gelehrte, was aus den Schätzen des Salomonischen Tempels wurde, dem goldenen Leuchter, dem Schaubrottisch und der Bundeslade. Die biblische Erzählung endet abrupt mit der Zerstörung des Tempels durch Babylon. Spätere Überlieferungen deuten an, dass Priester ihre heiligsten Gegenstände vor dem Untergang verborgen haben könnten. Sollte daran etwas Wahres sein, könnte diese Kammer der Ort sein, an dem sie versteckt wurden. Doch das Team vermied Spekulationen. Die Beweise waren beeindruckend, aber noch nicht bestätigt. Die Radaraufnahmen, präzise, symmetrisch und eindeutig geplant, waren anders als alles, was je unter dem Tempelberg dokumentiert wurde. Um weiterzugehen, wandten sich die Forscher historischen Quellen zu. Alte Grabungsnotizen, britische Vermessungen und osmanische Karten erwähnten alle blockierte Tunnel und versiegelte Gewölbe unter dem Haram al-Sharif. In den 1860er Jahren beschrieb der Forscher Charles Warren ein Netzwerk unterirdischer Gänge, von denen einer zu einer runden Kammer unbekannter Herkunft führte. Die Ausrichtung seiner Skizzen stimmte nahezu perfekt mit den neuen Radardaten überein, eine Entdeckung, getrennt durch mehr als ein Jahrhundert, die nun über die Zeit hinweg zusammenfand. Damit war klar, diese Kammer ist real, sie ist kein Trugbild, kein Fehler, sie wurde gebaut, versiegelt und bewusst vergessen. Doch von wem und warum? Einige Wissenschaftler vermuten, sie sei Teil des ersten Tempels gewesen, ein abgeschiedenes Heiligtum für Priester. Andere glauben, sie entstand während der Reformen König Josias, als der Kult zentralisiert wurde. Wieder andere gehen noch weiter und vermuten, sie könnte sogar älter sein als der Tempel selbst. Möglicherweise eine kanaanäische oder jebusitische Struktur, die später in den israelitischen Kult integriert wurde. Damit war klar, diese Kammer ist real. Sie ist kein Trugbild, kein Fehler. Sie wurde gebaut, versiegelt und bewusst vergessen. Doch von wem und warum? Einige Wissenschaftler vermuten, sie sei Teil des ersten Tempels gewesen, ein abgeschiedenes Heiligtum für Priester. Andere glauben, sie entstand während der Reformen König Josias, als der Kult zentralisiert wurde. Wieder andere gehen noch weiter und vermuten, sie könnte sogar älter sein als der Tempel selbst. Möglicherweise eine kanaanäische oder jebusitische Struktur, die später in den israelitischen Kult integriert wurde. Unabhängig von ihrem Ursprung sind die Konsequenzen tiefgreifend. Sollte die Kammer tatsächlich aus der Tempelzeit stammen und rituelle Objekte enthalten, könnte sie den ersten physischen Beweis für die Religion des antiken Israel liefern, ein greifbares Echo von Glauben und Geschichte. Infrarotmessungen registrierten schwache Wärmesignaturen im Inneren, was auf Lufttaschen oder metallische Rückstände hindeutet. Die Daten legen nahe, dass die Kammer luftdicht versiegelt ist und möglicherweise noch erhaltene Materialien enthält. Doch Ausgrabungen sind verboten. Die Forscher können nur die Echos und die Stille analysieren. Mit jeder neuen Auswertung offenbarte die Kammer ein noch tieferes Geheimnis. Sie liegt exakt auf der Achse des antiken Tempels, in direkter Linie mit dem vermuteten Allerheiligsten. Diese Ausrichtung kann kein Zufall sein. Wer sie versiegelte, tat dies mit klarer Absicht, um ihre Heiligkeit zu bewahren. Im Team löste diese Erkenntnis Gänsehaut aus. Das war keine gewöhnliche Struktur, es war Theologie, in Stein und Geometrie gebaut. Als die Ergebnisse in Fachkreisen bekannt wurden, gingen die Meinungen auseinander. Einige bezeichneten es als die wichtigste Entdeckung seit Jahrzehnten, den ersten greifbaren Hinweis auf die innere Struktur des ersten Tempels. Andere mahnten zur Vorsicht. Doch eine Tatsache blieb bestehen: Die Daten sind echt, die Geometrie ist exakt, etwas bewusst Geschaffenes liegt dort unten. Die israelische Altertumsbehörde rief zur Zurückhaltung auf, während muslimische Autoritäten weitere Untersuchungen kritisierten, aus Sorge um die Unversehrtheit des heiligen Ortes.
Wochen später veränderte eine letzte Messung alles. Mit Hilfe von Ultraniederfrequenzscans wurde eine schwache magnetische Abweichung nahe dem Zentrum der Kammer festgestellt, ein Hinweis auf eine Metalllegierung tief unter dem Stein. Ob es sich um Bronze, Gold oder etwas völlig anderes handelt, konnte niemand sagen. Doch wenn diese Messung stimmt, dann bewahrt diese seit der Zeit der Könige versiegelte Kammer noch immer Objekte, unberührt seit der Antike, verborgen jenseits der Reichweite der Geschichte selbst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.